Willkommen im Phantasialand. Dort, wo Achterbahnen durch die Lüfte jagen, Zuckerwatte duftet und die Welt scheinbar noch in Ordnung ist. Doch während sich Besucher amüsieren, steckt die Politik in Brühl mitten in einer emotionalen Debatte. Darf der Park wachsen oder bleibt alles, wie es ist? Die FDP Brühl ist sich da ganz sicher. Sie sagt, wir müssen jetzt handeln. Gemeint ist die geplante Erweiterung des Freizeitparks, für die auf Landesebene schon längst grünes Licht gegeben wurde. Ganze 14 Hektar neue Fläche sollen dem Park zur Verfügung gestellt werden. Im Gegenzug entstehen über 39 Hektar neue Waldflächen. Doch in Brühl Stillstand. Die rot-grüne Mehrheit im Stadtrat hat entschieden, vor 2025 wird die Erweiterung nicht weiterverfolgt. Für die FDP ein fatales Signal. In ihrem Positionspapier kritisiert sie, Zitat, diese Blockadepolitik schadet nicht nur dem Phantasialand, sondern auch unserer Stadt. Denn aus Sicht der Liberalen steht weit mehr auf dem Spiel als nur neue Fahrgeschäfte. Sie sehen die Erweiterung als wirtschaftlichen Motor. Mehr Touristen, mehr Hotels, mehr Jobs und mehr Geld für die Stadt. Zitat FDP: Es geht hier um über 800 direkte und bis zu 1000 indirekte Arbeitsplätze und um wichtige Gewerbesteuereinnahmen, die Brühl dringend braucht. Und auch in Sachen Nachhaltigkeit fühlt sich die Partei auf der sicheren Seite. Durch den Flächentausch entstünden sogar mehr geschützte Naturflächen als bisher. Ein Win-Win, wie die FDP meint. Zitat: Wir haben einen fairen Kompromiss mit dem Land. Jetzt liegt es an Brühl, ihn auch umzusetzen. Die FDP fordert deshalb, dass der Bebauungsplan für die Erweiterung endlich verabschiedet wird. Nur so könne der Grundstücksaustausch rechtskräftig werden und das Phantasialand in eine stabile Zukunft investieren. Gleichzeitig verlangt die FDP generell bessere Standortbedingungen, weniger Bürokratie, schnellere Genehmigungen, niedrigere Energie- und Standortkosten. Zitat: Brühl braucht keine politischen Bremsklötze, sondern ein echtes Bekenntnis zur Zukunft. Die Situation bleibt also festgefahren. Während das Land seine Hausaufgaben gemacht hat, zögert die Stadt und bringt das Erweiterungsprojekt ins Wanken. Die FDP warnt, wenn Brühl jetzt nicht handelt, könnten Investitionen und Arbeitsplätze an anderen Standorten entstehen. Der Freizeitpark, so sagt sie, dürfe nicht auf der Stelle treten, schon gar nicht aus politischen Gründen. Zitat FDP: Brühl darf die Zukunft nicht verpassen. Wie es weitergeht, entscheidet sich wohl nach 2025. Bis dahin heißt es Diskussion statt Expansion und Spannung statt Fahrspaß. Aber wer weiß, vielleicht heißt es ja bald wieder bahnfrei für die Zukunft des Phantasialands.